Okay, bin hier, hallo. Zwar funktioniert nichts mehr, aber ich bin hier, hi. Läuft der Stream noch? Ja, der Stream läuft noch. So, hi, willkommen. So, ich habe nochmal super viel umstellen müssen gerade, weil mir was eingefallen ist. Und ja, jetzt geht's endlich hier weiter. Wir spielen ein bisschen Menschen. Ich weiß nicht, ob wir heute erkunden werden. Was ist das jetzt? Also stimmt, wir haben mehreres Zeug. Würde sagen, wir starten aber ein bisschen mit Story. Wobei, nee, wir starten nicht mit Story. Gut, dann gehen wir mal nach Lea und machen ein bisschen entweder ein bisschen Koop, der Minigame oder das andere Minigame. Oder beides. Wie schon gesagt, wird heute ein kürzerer Stream. Spannender Stream. Ich bereite noch Zeug vor für Debüt 2.0. Das habe ich jetzt schon mehrere Male angekündigt. Weiß noch nicht, wann ich das machen werde. Aber ich plane das schon so die maybe nächste Woche. Mal gucken. Wenn ich alles schaffe. Wenn nicht, dann übernächste. Okay, machen wir jetzt aber erstmal ein bisschen schön entspannt das Zeug hier. Okay. Ich habe kurz vergessen, wie ich spiele. Okay. Aber das konnten wir jetzt alle mit einlösen. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt können wir das nicht alles mit einlösen. Bam, bam, bam. Mhm. Aber jetzt sind wir hier fertig. Ja. Ja, ich glaube, ich hab's. Ich mag aber die Rätsel. Ja, die sind toll. Das sind so sweete kleine Rätsel. Okay, was müssen wir hier machen? Was ist das hier? Ist das ungefähr der richtige Weg? Das fand ich richtig. Ja. Also denke, wir müssen immer zu außen rum hier laufen. Ach, okay, jetzt haben wir es. Jetzt können wir mit Yuigwe hier lang gehen. Ja. Und, ja, Entschuldigung. Und jetzt können wir mit Yuigwe einfach hier runter gehen.
Grover kam da ja schon die ganze Zeit hin. Warst du schon? Oh. Ja, das war's leider schon. Ups. Dann müssen wir wieder warten auf die nächsten Stages. Aber naja. Und wieder das hier. Für wie viel? 600 bekommen wir das? Okay. Machen wir als nächstes die Multiplayer-Ding. Kann ich mir noch vorstellen, dass das wieder relativ fun ist. Ja, machen wir das Neue gleich. Bisher fand ich ja das erste am besten, das zweite fand ich ja nicht so gut. Das dritte mal gucken. Und das vierte gucken wir dann auch noch an. Hallo Fluffy. Hab heute einen Hundi in Star Rail verloren. Also, ich dachte gerade, dass du einen Hund meinst, also wie ein Wow-Wow. Aber nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, nein. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir nicht durchgelesen, was ich hier machen muss. Next on the agenda. I can fix this. Alter, come on. Come on, focus. We're way behind schedule. Next on the agenda. Okay, der Spielmodus ist auch interessant, weil es ist mehr was vom ersten, nur dass du jetzt überleben musst. We're way behind schedule. Das war ein Arschloch-Move. An bestimmten Punkten musst du draußen sein. Musst du drin sein. We're way behind schedule. Das finde ich. Das ist nicht optimal. Aber ja. Ne, meinte schon Euro, nix Lebewesen. Aber bald. We're way behind schedule. I can fix this. We're way Ja, der Spielmodus ist. Wenn das mit dem drinbleiben in dem. Also, du musst in dem Kreisding nicht wäre, wäre es besser. Also, das raus, bitte, danke. Ist dennoch nicht gut. Nein, nicht gut. Ich muss auch für nächste Woche mal Star Rail wieder schedulen, glaube ich. Es gibt so viel, was ich momentan streamen will. Ja, das ist Wishy Dancing hier. Was habe ich mir davon jetzt? Das kann ich nicht nachgucken, dankeschön. Wieso werde ich hier gespawnt? Muss ich wieder bis hierher laufen?
Random Play, okay, nee, dann mache ich jetzt immer wieder das erste, weil das ist das Beste. Mein Ranking ist übrigens erstes, drittes, zweites. Das ist jetzt mein Ranking. Weil das erste hat weniger was von, ja, so wegnehmen von anderen. Bei den anderen gehst du immer so aggressiv auf Leute. Das finde ich nicht so gut. Aber nee. Ich würde gerne noch wechseln. Nein. Ich spiele nicht mit Janien. Egal. Ich wollte noch zu Ganyu wechseln. Bartobas. Ist auch sehr schön. Ah, danke schön. Ich liebe es, wenn sowas immer delayed ist. Ja, chill. Also, wurde jetzt wieder von nichts geschlagen. Ich liebe es. Ich finde das Multiplayer-Teil hier eh meh. Ja, vor allem ist es alles immer mit so viel Lag. Hasse es. Die werden dann halt einfach zu mir gelaggt quasi. Ah ja, nett. Hier, hast du wieder. Durch den Lag sind die halt dann einfach zu mir teleportiert. Das ist meh. Aber naja. Egal. Egal. Lagerregal. Ja, kurze Frage, bevor ich jetzt dahin gehe. Current Score 4000 von 4000. Okay. Dann habe ich jetzt Maximum erreicht. Aber wir können uns das Outfit holen. The hero's valor ripples through his robes, his garments steeped in the spirit of the bamboo groves. Sehr gut. Und das können wir uns auch noch holen. Mit 800 können wir uns dann das holen. Okay. Also, wo bist du? Show hier. Du hast es dir nämlich eigentlich echt verdient, The hero's valor ripples das through Outfit his zu nehmen. robes. Ich mag das. Eigentlich sollte ich das jetzt mit hier reinnehmen, aus dem einfachen Grund, es würde passen. Show, wo bist du? Da. Chivalry will never die. Sehr gut. Ey, Rewards geht weg. Ich will was zeigen. See no difference. See absolutely no difference. Okay. Darüber ein bisschen lustig gemacht. Können wir, denke ich, jetzt mal dazu gehen.
Dann müssen wir einmal in die War. Ich finde es aber schön, dass es neue Städte gibt, wirklich. Nee. Hat's eh gebraucht, neue leere Städte. Skyward! Scatter! Hi. Steam Gas. Okay, ja. Das ist halt jetzt das letzte Minigame, was wir jetzt noch unlocken, was wir auch machen können. Und vielleicht kommen wir dann auf 800, können Yunjin uns holen und sind dann glücklich. Weil irgendwann habe ich eh alle C6 und dann denke ich mir so, wen nehme ich jetzt mal von diesen. Ja, aber mein Ziel ist immer noch Yunjin C6 zu bringen und dann. Ja, mal gucken, was dann noch. Ah, das ist okay. Schön, dass das jetzt einfach überall ist. Okay. Die Frage ist, wird es noch eine Leo-Erweiterung geben? Weil, honestly, als das genannt größte Land ist das nicht das größte bisher. Also, wahrscheinlich zählt der ganze Teil dann noch nie. Ich denke, das ist wirklich die Leos Grenze von hier. Also hier beim Chasm bis nach hier oben. Und maybe geht Leo noch nach hier oben oder so, aber dann haben wir Leo quasi bald eingegrenzt. Oder es gibt noch einen Teil von Leo, der einfach nicht connected ist mit irgendwas anderem. Das könnte natürlich auch sein. Ja, es ist ein Festival, es ist nicht schwierig. Oh wait. Score point, explode on contact, gather all items within the explosion radius. Will deduct points when picked up. Okay, also keine blauen. Creates a limited time Jade Lotus Lanterns in front of you. Okay. Kein Blau, alles andere ist gut. Ja, es ist relativ simpel, denke ich. Es ist legit einfach nur vom einen Ort zum nächsten schießen. Aber ich habe nur geguckt, wo ich hin muss. Wow, okay, das ist aber erst gerade gespawnt, nachdem ich da fertig war. Das ist, glaube ich, nicht die Maximalpunktzahl. Wird uns aber wahrscheinlich noch Gold geben, ja. Gut. Go to Challenge. Ist schön, dass ich immer die Teleportpunkte daneben direkt unlocked habe. Weil dann kann ich mich einfach hin teleportieren und die machen. Simpel gesagt. Ja, werde ich mir gleich mal durchlesen. Score Points, ja bla bla. Pick up to Score Points. Oh. Okay, verstehe. Ah, okay.
Maybe habe ich vorhin doch Maximalpunktzahl, weil da habe ich, glaube ich, diesmal alles richtig gemacht. Anyway, nächstes. Ey, und direkt wieder den Teleportpunkt daneben schon gemacht. Yay. Es ist echt gut. Läuft zu gut heute. Wieso? Suspicious. Ja, ich werde es gleich merken. Ja, okay. Also das gleiche. Super. Ist halt wirklich so nur ein Ding nach dem nächsten. Ja, da wurde ich getroffen, egal. Genügend Punkte. Das war aber alles. Mehr können wir doch nicht machen. So, jetzt die Frage. Sind das... Es sind definitiv genügend Punkte, damit ich mir eine Yonjin claimen kann. Sehr gut. Und wir haben natürlich auch noch genügend, um hier das Zeug zu bekommen. Als nächstes gibt's das hier. Rex Lapis, okay. Sehr schön. Ja, und das ist morgen noch. Und das Yonjin. Ich meine, sie ist Level 90. Eigentlich hätte ich nicht so weit nach hinten scrollen müssen. Ja. Und C3. 3 Constellations fehlen noch, dann habe ich endlich eine C6 Yonjin. Okay. Dann, was haben wir hier? Ja, stimmt, ich habe immer noch das hier. Ich weiß halt nicht, wo ich das verwenden soll, wirklich. Ich habe gefühlt schon alles durch. Ja, wir machen das hier. 2 days later, 8 AM, okay. Machen wir real quick. Und danach geht's weiter. Ich sollte mir eigentlich mal eine Liste schreiben mit allen Dingen, die ich noch machen muss vor dem Debüt. Weil da ist noch einiges eigentlich. Okay, wir sollen also wieder nach Lea zurück. Das können wir natürlich machen. Übrigens, ich spiele jetzt seit 2,5 Jahren Genshin. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Liyue schreibe. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man Liyue schreibt. Und ich muss es immer wieder nachgucken, weil ich es mir nicht merken kann. Das ist mir gerade so random der Gedanke gekommen. Oh, stimmt. Warte, wie schreibt man das nochmal? Ich vergesse es immer und immer wieder. Das ist so perfekt gewesen. Ich bin so perfekt gelandet und musste ich sie ansprechen. Ah, damit. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. Oh, thank you. Was Wait,
You weren't supposed to drink that, Paimon. Was war das für ein Gesicht? That was for you to rinse your utensils. That's a thing? Wow, so much Super delicious cool. food. Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat! If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood kanchi? Let me refill your bowl. That would be great, thanks. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! So full. That meal was so satisfying, it even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. Figure what Let's out? think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Ja, ich wollte schon sagen, das klingt schon sehr nach Sing-Show, ja. Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already
have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh? Are you interested in kite-making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Shenyun. What? Auntie? Do you not know who she really is, Gaming? Oh, I know that she's an Adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Shenyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier! A cloud sea appeal, a brilliance revealed. Ich meine, ich wusste schon ein bisschen was von der Connection von Jianyun und Gaming. Also einfach ein Grund, ich habe ihr Voice-Over ein bisschen gelesen. Und zwar das mit About Gaming. One is very fond of Gaming. He is. Und nein, bei Ganyu steht leider nichts, was Ganyu komplett embarrassed. Das ist sad. Und auch bei Channel nicht. Yeah! Skyward! Scatter! Ist das Klee? Nee, ich dachte schon. Ich dachte, ich dachte für eine Sekunde, dass ich da Klee gesehen habe. Ganyu! Ganyu! Come on, wake up! Some friends have arrived! Hi! Hello, friends. Ganyu! Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. A guest at Wanmin Restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. Apologies in advance. Wait! Shenhe? Not there! Okay. See? It worked. She's awake. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? Master always says a Das ist cool wunderbar. head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. I feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to happen to you often. Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... Das ist interessant. Wait, Shenne arbeitet im One-Restaurant. Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu.
This is Shenhe, and this is Yao Yao. It's an honor to finally meet you all. Oh, you must be here for Auntie Xianyun's kite-making workshop, right? Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. Plus, Aww. it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju. Oh, I'll meet up Also, with her das later ist- and give her a huge surprise. das Oh ist so. Oh nein, Nee, I'm joking. Oh, I also brought bandages and ointment with me today. Mm, It's easy oh, to was cut wohl. yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop. So I simply couldn't let my motivation for being here might be a little different, yes. But I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're all here, but where the heck is Xianyun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone? Wer ist das? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Wer ist Shuyu? Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? So delicious. Vermut Paimon's mal, life is complete. ich vermute mal, wir lernen sie eher in ihrer Quest dann kennen, Shuyu. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions? Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. I'll be the one making it anyway. Paimon knew she could count on you, Traveler. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? Ja, ich wäre eh direkt zu Xianyun gegangen. Auntie Cloud Retainer, look! Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. Aww. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, I never told you the kite was for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One Aww. simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. Es ist so schön, dass man sehen kann, wie sehr Xianyun so halt wirklich Teacher von den ganzen Leuten hier ist. So sweet zu sehen. I'm gonna start painting it gold right now. Good. One will watch.
You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the relaxing. Is your kite finished? We actually haven't started yet, but we're going to start, right now. Ist ja doch sogar selbst gesagt. Or if you simply want to chat. Oh. Okay. Hey, Gaming, want to team up? Huh? I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the die formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... Hmm. It would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What shape should we go with? How about a butterfly? Butterflies symbolize the desire of freedom. Perhaps that's also what Gamin searches for. What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a swanee. What is that? That might be a little hard to pull off. True, but I still want to try. They're super cute. Woher Okay, kennen wir it's Shuyu? decided then. Ist es einfach ein random Character, der da reingeworfen wurde? Ich glaube nicht. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. No harm done. Good. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. Aww. Das ist auch wieder sehr schön. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, we should probably get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly. Let's not disturb them. Swimmingly. Okay. We should get started on our kite now. Let's go. Okay. First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? Paimon-shaped kite. Oh, Das that's klingt not gut. a completely Das klingt crazy gut. idea. If nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. Maybe we're not exercising enough artistic license. Ooh, we should exaggerate this a bit. How about this? The word Paimon means the guardian angel of travelers. No. Aww. Now, what expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. A silly one. She should look pleased with herself. She should look afraid. She should look guilty about something. Silly one. Afraid. It's too high! Someone say Paimon! She's about to faint! Like that? Let me rethink Since this. the kite is going... Ich möchte halt jetzt alles hören. Guilty. Oh, Paimon totally didn't do anything wrong. And even if she did, she doesn't deserve to get shot up into the sky for it. Something like this, then. Let me rethink Since the this. kite is going... Ooh, like this? Ooh. Bin ich das schwierige Entscheidung. Ich glaube,
since Ich bin the mit meiner kite Originalentscheidung zufrieden, also mit She Looks Afraid. is too high, someone said it Ja, my shoes are wir nehmen die. like that. Now that we've decided, let's make it happen. It's done! Paimon has to say. Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Now we just have to attach the string, right? All right, gather around, everyone. Mhm. Shenyun's calling us. Let one take a look. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. Oh. It's so pretty. Yep. The coloring makes it look a lot like Master. True. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you doze off while painting it, Ganyu? I did the painting. Oh. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. Wunderbar. Well, now that you mention it, Paimon can see it too. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. The Swanee that Gaming and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the das sky. ist Swanee. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finch is cute too, Yao Yao. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. What about your kite, Traveler? Ich hätte es mir besser nicht vorstellen können. Ich kopiere mir das fix. Hm? Okay, warum funktioniert Snipping Tool nicht? Eigentlich habe ich Snipping Tool auf Speed Ding, aber das ist gerade nicht angegangen. So, perfekt. Einmal fix gespeichert. Ja, okay. Dann und wie kann ich Wait, wie kann ich Snipping Tool gerade schließen? Warum lässt sich das gerade nicht schließen? Okay, jetzt. That's brauche ich. hilarious. Yeah, it is. Why does Paimon feel like you're laughing at her and not with her? I'm just admiring the expression you chose. Whether the kite soars high in the air or comes crashing straight to the ground, it's still fitting. That's quite the impressive feat, actually. Is that the Jade Chamber? Oh no, it's crashing again. Oh? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. One simply must know who it is that possesses such impertinence. Okay. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es sich so einfach verwandelt. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, Paimon, could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm Yes, more you- worried about the person who released the kite.
Oh ja, das ist eine There's gute wind up Punkt. ahead. Looks like we can glide over. Das ist was für ein Teapot, das heißt einfach nur Help. Das ist wunderbar. Okay. It's right there. Das war eine perfekte Landung. This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Das ist nicht wirklich Mooncarver und Now Mountain is Shaper hardly an opportune gewesen. time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Oh, Do you have any damn. recollection of its last location? Warum sind Mooncarver und Mountain Shaper eigentlich so fucking Goofballs? Also, One believes it drifted in the direction of Mount Outsong. Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of dread at the thought. Your concern is misplaced, surely. Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples, or secluded in her abode attending to her research. She will not notice that kite. On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but wär surmise so that funny, its wenn Cloud Retainer ingenuity das alles rivals that hört. of Cloud Retainer's creations. Still thy tongue. If Cloud Retainer were to hear you profess such a thing, we can both say farewell to any further use of the Supreme Cuisine Machine. One presumes that this kite belongs to you. das ist wunderbar. Das ist Regard wunderbar. the situation with which we are now confronted. This is all your fault. One's fault. One seems to recall that releasing the kite was no solitary endeavor. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. Further explanation shall only fan the flames of her wrath. It would be better to stay silent and retire at the earliest opportunity. We can hardly avoid her forever. That Wa- may wa- suffice wa- during warte mal, die Landlight. kommunizieren But jetzt what über about the Gedanken. Moonchase Festival? Wahrscheinlich, weil die Sooner or later, Adepten she sind. will Müsste discover das our true auch identity. Daniel dann hören? Hello? Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. That is not our kite. Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have Das released ist the dann kite noch into eine your dümmere esteemed domain. Situation. Pray, who could be responsible for such wanton behavior? Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Warum ist das Mint so groß Well, gewesen? and if that's all, then we'll just be on our way. We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. Oh nein. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? Danke, Palmer, danke. You! She. Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? It is of no consequence. Long has one seen through their disguises. One was simply curious as to how long they would keep up the act. Then you are not angry? How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city novelties can be. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in the wunderbar. delights of the times. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient route, so to speak. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. Your singular talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to.
We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. Okay. We're leaving already? War eine. Das war wunderbar. Place the place is wearing Paimon out. Das ist eine wirklich wunderbare Situation gewesen. Ich muss aber mit denen nochmal reden. It seems that one's concern was misplaced after all. Then, should we continue flying the kite? A splendid suggestion, but it would be advisable to change locations. Perhaps your mountain would suffice? It is more than spacious enough. A fine idea. A fine idea indeed. Ich glaube, wir werden die nie wieder in den anderen Formen sehen, not gonna lie. Gibt's hier diesmal wieder Aufwände? Nö? Okay. Es ist wirklich wunderbar, dass sie aufgetreten sind nochmal. Made my day. Or something like that. Oh, wo sind alle hin? They're back. Paimon's pooped. Hi. Why are there only two of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort them home. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? What did he say? He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. He looked quite dejected as he said this. Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. Perhaps he sees himself reflected in them. A reflection of himself. If I were a kite, I would cherish that tether as a symbol of kinship and the bonds that tie us and... Shenhe? It may be an exceedingly slim and distant connection, but lose it, and you lose that which links you to home. If Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, then I fear I understand his words even less. Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. Just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it? Exactly. That's why tolerance and understanding are as important as they are. Tolerance and understanding? What brought about this conversation? We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing, you know. Where were you anyway? One was merely doing a bit of cooking. Night fast approaches. If you are otherwise unoccupied, one would entreat you to stay and eat before you depart. Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cooking, Cloud Retainer. Worry not. One has prepared a variety of meat and vegetable dishes. One is more than familiar with everyone's culinary proclivities. We'll take you up on your offer then. Shenhe, Ganyu, come with me. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help you. Ich meine, es wäre jetzt wirklich passend, hätte ich Shenhe nämlich dann... Oh, Adbreak. Gut, dass ich nicht reingelaufen bin in die Story. Dann machen wir eine kurze Adbreak. Okay. Kurze Adbreak. Stretch real quick und ich mache wieder ein bisschen Musik an währenddessen.
Aber ein bisschen leiser machen. Gerade ein bisschen. Ich kann es echt nicht gut einstellen. Ja, ich gucke mal was noch. Aber nicht wundern. So. Das Ding ist so, woran ich momentan eigentlich gucken muss, oder was ich momentan eigentlich gucken will, ist, dass ich mein Twitch richtig verlinke zu meinem YouTube, weil ich habe im YouTube ein bisschen Zeug umgestellt. Und es funktioniert nicht alles komplett und deswegen funktioniert das Exportieren nicht. Und es wäre schon sehr toll, wenn ich wenn ich Stuff exportieren könnte. Anyway. Wir machen weiter. Yay. Ah ja. Ich habe mal fix meine Twitch-Zuschauer-Rewards abgeholt. Das Ding ist so, was ich gemerkt habe, man muss es aktiv im Hintergrund aufhaben und ich habe jetzt mein Stream in letzter Zeit nicht mehr aktiv im Hintergrund auf, weil normalerweise habe ich den halt auf, damit ich Twitch starten sehe. Nur kann ich den nicht aufhaben, weil ich 2 Screens normalerweise habe. Deswegen habe ich den jetzt im Hintergrund meines Games auf. Das heißt, ich sehe jetzt immer noch nicht die Daten, aber ich sehe halt dafür den YouTube-Chat. Deswegen habe ich den nicht mehr im Hintergrund auf. Kompliziert. Oh, jetzt verstehe ich, warum die mit sollten. Das sieht halt super aus. Oh, I can feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. Is the headpiece secure? I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. Beide schauen so gut aus. How do we look? She asked them just like that? You look great. You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined! Those outfits really suit you both! Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. What colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Das ist super. Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer, for this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content, as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. Wunderbar.
Ich liebe immer die Lore hinter den ganzen Outfits zu sehen, weil jedes Outfit hat Lore und das Seems ist like your wunderbar. supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyan. This golden crab's particularly good. The shell's deliciously crunchy, and the meat inside is so succulent and sweet. Paimon can't stop eating. It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. It would be a close match. He traveled all this way on account of the kite-making workshop, and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential squandered. It appears that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh, what strange metaphors you speak in, Shenhe. Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase render one at quite the loss. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict between Gaming and his dad, Xianyan? Okay. One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back since. Oh? Ran away, you say? Huh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. Oh, okay. Paimon just hopes he won't mind. Ich sehe, das Lantern Ride wird What? hauptsächlich über Gaming anscheinend sein. Das finde ich aber gut. This shall not do. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogias. Wer war Menogias? He possessed a singular talent for clothing design. He had an Der Name hört sich exquisite sehr eye, bekannt an. not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Also, wird so Menogias made for her ausgesprochen. was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. Bananas. Achso, das sind die, okay, das sind beides die Yakshas. However, when one asked Menogias his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogias was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... one seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into Das regrets. ist aber echt ein schöner Weg, um nochmal so eine. Also einfach so aus Versehen auf Topics zu kommen, ist ein sehr schöner Weg, um einfach noch ein bisschen Backstory von Charakteren, die eigentlich schon längst tot sind und eigentlich so Side-Characters, die Design bekommen haben, aber tot sind. Das ist immer so sad. Es ist wirklich so sad wegen Bananas. Oder Bananas, wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung warum. Ich glaube, es ist auch weiter Bananas. Aber okay. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can Mal befall gucken. any of us without design or Ich reason. versuche If there is a neuen Namen chance zu for lernen. young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Aha! One has an idea. How about this? Does that make sense to everyone? yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days.
Okay. Ich mag, wo die Story hingeht. Ich fand auch das Treffen hier wunderschön. Hier haben wir nochmal das Outfit. Ich glaub, das war's aber von Story her, die wir machen können. Festive Affairs, ja, wir fehlen noch die anderen beiden. Eins wird morgen, also Freitag. Kann ich leider aber nicht streamen morgen. Samstag auch nicht. Montag wird es wieder einen Stream geben zu Genshin. Sonntag wird es nochmal Persona geben. Nächste Woche werde ich dann noch generell planen. Sehr schön. Ich meine, wir haben jetzt beim Festive Fever schon 9900, also haben wir Charakter und nochmal zur Wiederholung C6, C6, C6. Hier auch mittlerweile C6 eine lange Zeit wollte ich immer Yanfei und Yunjin C6. Jetzt will ich nur noch Yunjin, weil ich schon Yanfei C6 habe. Und von den anderen hier interessiert es mich jetzt noch nicht so sehr, welches Level die sind. Außer bei Gunming. Den hätte ich auch gerne noch ein bisschen hochgelevelt, aber Yunjin ist mir in dem Fall wichtiger, dass ich endlich ein Yoimiya-Team machen kann. Born of ice and frost. Jetzt passt der Bogen noch viel, viel besser dazu. Das ist wunderbar. Okay, ich glaube, wir haben aber alles gemacht, was wir machen wollten. Zumindest von Lantern Ride her. Ist jetzt die Frage, werden wir noch ein bisschen erkunden? Ja, werden wir wahrscheinlich. Ich meine, was wollen wir machen, ja? Ich will jetzt eigentlich nicht so viel Story heute machen, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich relativ fein mit dem, was wir bisher geschafft haben. Wenn nicht, können wir aber noch einen Boss machen. Ich weiß nicht, welchen Boss müsste ich denn jetzt am ehesten machen für Charaktere, die ich noch auswählen will. Ich bin momentan eigentlich daran, Garming noch auf Level 70 zu bringen und dann halt noch das hier zu machen. Da habe ich heute schon das ganze Zeug gefarmt, also das war's, was ich machen kann, aber ich kann noch da ein bisschen was machen. I guess. Wenn nicht, wird das halt jetzt nur ein einstündiger Stream, so. Ist noch ein bisschen weniger, aber ja. Machen wir das, würde ich sagen. Ich würde schon sagen. So ein bisschen Vorbereitung noch auf Ding ist noch gut. This is long overdue. Das war nicht komplette Höhe, aber egal. Ah, 3 Stück sogar, nice. Nice. So, oh, okay. Wie viel haben wir jetzt davon? Also jetzt damit haben wir 9. Wenn ich halt noch wenn ich halt It's so nice theoretischerweise noch Gumming hochkriegen würde, der jetzt noch mindestens 3 Kämpfe braucht, also wird das eine nicht genügend sein. Ich meine, ich kann mal kurz gucken, ob irgendein anderer Charakter ich schaffen kann, relativ schnell. Ich meine, hier müsste ich halt auch wieder 2 machen. Achso, das Ding, ich müsste überall, glaube ich, immer 2 machen.
Ja, ich glaube, ich habe nicht wirklich irgendwas, wo ich machen kann. Hier bin ich halt wirklich am nächsten bisher. Wo bekomme ich noch schnell einen Standard-Wish her, ist die Frage. Wäre halt schon cool, wenn ich heute noch einen Standard-Wish machen könnte. Ja, 15.000 schon, was? Wie viel sind das umgerechnet? 95. Okay, krass. Ich überlege, wo kann ich noch Standard-Wish herbekommen? Ich meine, wenn ich noch ein bisschen Muscheln sammle, würde ich das noch hinkriegen. Müsste ich halt mal kurz hier unten gucken, ob ich noch 45 hinkriege. Und ich glaube nicht, dass ich in dem Bereich hier noch 45 hinkriege. Deswegen kann ich wahrscheinlich erst morgen noch einen Standard-Bull machen. Aber, naja. Dann gibt es heute nicht mehr so viel zu tun, leider. Aber ja. Next Ich on meine, the wenn agenda. morgen noch eins released wird, am Freitag also, und am Sonntag noch eins released wird, dann können wir am Montag gleich alles machen, also die komplette Lantern Ride. Ich hoffe, dass Shenhe bald mal einen Banner bekommt, weil dann würde ich als nächstes auf Shenhe pullen. Ja, ich glaube, an der Stelle beende ich. Liebe es auch, wie das ja aus. Als ich übrigens angefangen habe und meinen ersten Limited Fighter bekommen habe, Ganyu, ich bin immer durch Leber rumgelaufen, als Lantern Ride war und habe immer es geliebt, einfach Schüsse in den Himmel zu setzen, weil ich fand das so schön. Und let's be honest, es sieht so schön aus. Aber ja, ich höre jetzt auf. Also, wir raiden jemanden. Aber als erstes erstmal bye bye YouTube.